Dennis räumt das Penthouse wieder. Wie hast du denn das hingekriegt? Einen Schlägertrupp engagiert? Er ist aus freien Stücken gegangen. Aber es kommt noch besser. Er hat mir angeboten, mich ab jetzt ganz in Ruhe zu lassen. Als ich Ihr Angebot gesehen habe, hat mich das an was erinnert. Eine Reise, die ich vor kurzem mal gemacht habe. Obermann? Es tut mir leid. Ja, davon kriege ich den Laden auch nicht wieder zurück. Ich weiß. Und ich könnte mich ohrfeigen, dass ich wieder auf Steffi reingefallen bin. Das könnte ich auch. Dann glaubst du mir? Nein, und jetzt raus. Hey! Okay, du hast mir einen Anwalt besorgt nach der Fahrerflucht. Mir Geld gegeben, aber langsam ist Schluss. Ich lasse mich nicht länger auf diese dreckige Weise von dir erpressen. Ich habe es einfach satt, dass du mich zwingst, mit dir zu schlafen. Was bezwecken Sie damit? Kapierst du das wirklich nicht? Ich will nicht länger mit dir schlafen müssen. Das habe ich nie von Ihnen verlangt. Das ist Verleumdung. Besser, Sie gehen jetzt. Sie sind ja völlig betrunken. Ich war noch nie so nüchtern wie jetzt. Herr Krüger hat einmal für mich gearbeitet. Ich musste die Zusammenarbeit aufgrund innerbetrieblicher Vorfälle beenden. Jetzt versucht er sich dafür an mir zu rächen. Das hast du dir ja toll ausgedacht. Aber ich bleibe dabei. Diese Frau hat mich gezwungen, mit ihr ins Bett zu gehen. Als Gegenleistung dafür, dass sie mir nach der Fahrerflucht geholfen hat. Du hast deinen Spaß gehabt, jetzt lass uns gehen. Mir gefällt's hier. Nicht mehr lange. Würden Sie diesen ungebetenen Gast bitte rausführen? Wenn mich auch nur einer anfasst, passiert was. Es reicht. Wenn du das noch mal machst, zeige ich dich an. Seien Sie froh, wenn wir Sie nicht anzeigen. Raus jetzt. Los! Warten Sie mal einen Augenblick. Natürlich kann ich nach Hamburg kommen. Allerdings müssten Sie die Reise bezahlen. Wenn das sein muss. Wann können Sie denn hier sein? Wann immer es Ihnen passt. Wie sieht's denn morgen aus? Einverstanden. 15 Uhr? Gut. Und wo? Landungsbrücken. Kennen Sie das? Nein. Naja, ist ja auch egal. Sie können sich ja durchfragen. Ich werde es schon finden. Den Preis verhandeln wir, wenn ich die Statue gesehen habe. Einverstanden. Gut. Bis morgen. Bis dann. Und? Ich habe eine Verabredung mit Ramons Mörder. Wir müssen sofort die Polizei alarmieren. Frank, du hast es mir versprochen. Ja, ich gehe auch zu den Bullen. Aber nicht hier, in Hamburg. Die sind ja auch zuständig. Millie, jetzt warte doch. Nein, Nick hat überhaupt kein Recht, dich rauszuwerfen. Das ist auch meine Wohnung und ich sage, du kannst so lange bleiben, wie du willst. das hat doch keinen Sinn. Du kriegst bloß einen riesen Zoff mit ihm. Wenn Nick dir unterstellt, dass du mit Steffi gemeinsame Sache gemacht hast, dann will ich sowieso nichts mehr mit ihm zu tun haben. Versetz dich doch mal in seine Lage. Na toll, Nick macht dich fertig und du verteidigst ihn auch noch. Für ihn muss es doch so aussehen, als hätte ich Steffi geholfen. Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Aber wird er ausnahmsweise mal sein Spatzenhirn einschalten, müsste er merken, dass Steffi dich nur benutzt hat. Das sehe ich anders. Millie hat mich überredet, Steffi meinen Anteil des Ladens zu schenken. Also muss sie von dem Plan gewusst haben, oder? Steffi hat mich genauso gelingt wie dich. Ja, die Diskussion hatten wir schon und jetzt verschwinde endlich. Millie bleibt. Na gut, dann gehe ich hier. Ja, dann haust du eben ab. Hört auf, euch zu streiten. Ach, Millie. Das hast du wieder toll hinbekommen. Millie, jetzt warte doch. Dennis? Wie oft soll ich denn noch sagen, dass er heute Nacht hier nicht mehr auftauchen wird? Dennis! Na, du hast recht. Frage mich, wie er mir so etwas antun konnte. Selber schuld.
kannst du auch so naiv sein und glauben, dass Dennis dich in Ruhe lässt? Er hat gesagt, es reicht ihm, wenn ich ihn finanziell unterstütze. Kannst du nur so gutgläubig sein? Charlie, wird noch mal böse mit dir enden. Spotten kann ich mich selbst. Entschuldigung. Warum hast du nicht einen Türsteher engagiert und Dennis zur unerwünschten Person erklärt? Ich war eben gutgläubig. Im Übrigen, wieso ist dir das nicht eingefallen? Weil es deine Vernissage war, nicht meine. Es ist so und so nichts mehr zu machen. So groß ist der Skandal ja auch gar nicht. Und wenn sich die Presse zurückhält? Wenn. Hättest du mit deiner Vorstellung nicht warten können, bis ich fertig gegessen habe? Warum? In deinem Laden zu dinieren ist doch viel schöner. Hast du gesehen, wie verzweifelt sie zu ihrer Busenfreundin geguckt hat? Was fandst du am besten? Gar nichts. Mir war die Sache peinlich. Warum das? Du stellst vielleicht Fragen. Wegen der Presse oder was? Nein. Überhaupt. Solche Sexgeschichten zu erfinden. Das war genau richtig. Genau wie dein Plan liegt, den Laden abzunehmen. Hat ganz gut geklappt. Wir haben allen Grund zu feiern. Nicht nur wegen unserer gelungenen Rache, sondern weil wir ein unschlagbares Team sind. Stimmt eigentlich. Dann lass uns anstoßen. Auf unsere gemeinsamen Pläne. Auf uns? Irgendwie kann ich verstehen, dass Nick mir nicht glaubt. Ich aber nicht. Ihm hätte doch klar sein müssen, dass du ihn niemals so reinreiten würdest. Für ihn sieht es aber so aus. Ich habe ihn überredet, Steffi den Laden zu schenken. Er hätte genauso gut Nein sagen können. Aber ich habe ihn doch erst auf die Idee gebracht. Und jetzt muss er denken, dass Steffi mich vorher eingeweiht hat. Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Woher hätte ich denn wissen können, dass Steffi den Laden haben will? Und hinterher hat er mich auch noch mit ihr anstoßen sehen. Für jemanden, der dich nicht kennt, mag es vielleicht so aussehen. Aber Nick kennt dich doch. Ihm hätte klar sein müssen, dass Steffi dich nur ausgenutzt hat. Ist es ihm aber leider nicht. Komm, Nick beruhigt sich schon wieder. Das hast du schon mal gesagt. Ich habe doch auch keine Lösung. Du solltest noch mal mit ihm reden, dann wird ihm vielleicht klar, dass er wenigstens dir vertrauen kann. Kann ich genauso gut mit der Wand reden. Irgendwie ist das alles total verfahren. Heute Nacht kriege ich sicher kein Auge zu. Wenn du möchtest, dann bleibe ich bei dir und vertreibe alle bösen Gedanken. Das wäre toll. Wir kriegen das schon wieder hin. Nein, das ist zu groß. Das Ding muss unauffällig sein. Hauptsache, es funktioniert. Klingt gut. An der Bahnunterführung. Sagen wir 9:30? Gut. Hey, kein Wort zu dem Bullen. Kleiner Scherz. Gabriela, Was soll die Polizei nicht erfahren? wie lange stehst du schon da? Lang genug. Es ist anders, als du denkst. Du willst der Polizei verschweigen, dass du dich mit diesem Obermann treffen willst, ne? Nein. Ich will mich nur davon überzeugen, dass er auch kommt. Und was ist, wenn er dich erkennt und umbringt? Pass schon auf mich auf. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Dann hör auf, mir nachzuspionieren. Aber Kein Aber! Hätte ich auf dich gehört, dann wäre ich noch keinen Schritt weiter. Schläfst du schon? Nee, ich kann nicht. Machst du immer noch Gedanken über Nick und Steffi? Wundert dich das? Nein. Nicht wirklich.
Am liebsten würde ich die Zeit ein Jahr zurückdrehen. Und alles ungeschehen machen. Das geht aber leider nicht. Wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. Ich weiß. Was ich auch mache, es ist falsch. Du konntest nicht wissen, dass Steffi dich nur benutzen wollte. Wenn ich nachgedacht hätte, nur eine Sekunde, ich hätte merken müssen, dass ihre Versöhnung viel zu plötzlich kam. Steffi konnte schon immer gut Theater spielen. Jeder wäre auf sie reingefallen. Ich auch. Danke, dass du das sagst. Es kommt schon wieder alles in Ordnung. Wie oft hast du das heute schon gesagt? Keine Ahnung. Die ganze Sache hat aber auch was Positives. Jetzt bin ich aber gespannt. Naja, das mit uns beiden. Dafür ist Nick total durch den Wind. Nick ist jetzt nicht so wichtig. Das Einzige, das für mich wichtig ist, bist du. Was ist denn nur los mit dir heute Morgen? Man könnte meinen, du sitzt auf einem Ameisenhaufen. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Um was geht's denn? Ich habe vielleicht einen ganz guten Job in Aussicht. Ach, das ist ja eine Überraschung. Was ist es? Bevor ich nichts weiß, sage ich nichts. Ich wusste gar nicht, dass du abergläubisch bist. Abergläubisch ist kein Ausdruck. Ich habe heute Morgen extra darauf geachtet, dass ich nicht mit dem linken Fuß aufstehe. Wo bleibt eigentlich Millie? Die müsste jeden Moment kommen. Vielleicht hat sie noch keine Lust aufzustehen, weil Uli da ist. Jetzt gehen wir in noch 5 Minuten und dann gehst du weg, okay? Sag ihr liebe Grüße von mir. Ich muss jetzt weg. Hey, viel Glück. Wir drücken die Daumen. Warte! Bitte bleib hier. Ich habe Angst um dich. Das geht nicht. Ich werde Obermann stellen. Ja, das sollst du ja auch. Aber mit der Polizei zusammen. Okay, dann nehme ich wenigstens mit. Zu gefährlich. Ich kann auf mich selber aufpassen. Entweder wir gehen zusammen oder ich folge dir. Ob dir das passt oder nicht. Du bist genauso stur wie Ramon. Geh schon, hol dein Zeug, ich warte. Gib mir 3 Minuten, ja? Hast du wirklich gut geschlafen? Ja. Eine Fußbodenheizung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber sonst war es ganz okay. Ich bin froh, dass du da geblieben bist. Milli, Uli, seid ihr wach? Komm rein. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Frau Sander. Wo soll ich denn diese riesengroße Luftmatratze hin tun? Legt ihr einfach in den Flur, ich räume nachher auf. Alles klar. Milli, sehen wir uns heute Nachmittag? Ich komme nach der Schule ins Kontor, ja? Bis dann. Tschüss. Es geht doch nichts über das Gefühl, so richtig frisch verliebt zu sein, hm? Stimmt. Und warum machst du dann so ein Gesicht? Ohne die Liebe wäre alles viel einfacher. Wie meinst du das? Hätte ich mich damals nicht in Nick verliebt, wäre es mit Steffi und ihm nie so weit gekommen. Ja, das kann man so sicher nie sagen. Jetzt bist du aber mit Uli zusammen und Steffi und Nick haben sich wieder vertragen. Mama, ich muss dir was sagen. Steffi hat sich nicht wieder mit Nick versöhnt. Aber gestern Abend hast Ich wollte nicht darüber reden. Die beiden haben jetzt noch größeren Krach als vorher. Und Steffi hat es außerdem geschafft, Nick und mich gegeneinander auszuspielen. Frank! Frank! Der ist schon weg. Aber er hat doch... Wie lange ist er denn schon weg? Ein paar Minuten.
Frank kriegt den Job schon. Mach dir mal keine Gedanken. Was suchst du? Ich brauche ein Taxi. Ich muss ihm hinterher. Hat er was vergessen? Wo genau wollte er hin? Zu einem Vorstellungsgespräch, hat er jedenfalls gesagt. Was ist hier los, mein Fräulein? Das kann ich dir nicht sagen. Hat das was mit der Anzeige zu tun? Es ging gar nicht um diesen Spanisch-Nachhilfeunterricht, habe ich recht? Dieser Anrufer hatte sich nicht verwählt. Frank hat eine Statue zum Verkauf angeboten, stimmt's? Ich muss zum Taxistand. Ist er wieder hinter Ramons Mörder her? Gabriela, du musst mir sagen, was du weißt, hörst du? Wir müssen Frank finden, bevor auch ihm was passiert. Du bist es. Wer sonst? Oder kennst du noch jemanden, der ohne Anmeldung am Pförtner vorbeikommt? Dennis. Und frag mich nicht, wie er das immer wieder macht. Dem entnehme ich, dass dein Ex-Assistent nicht wieder aufgetaucht ist? Gut kombiniert. Auch nicht in seiner Wohnung? Du, es ist mir auch vollkommen egal. Heute genieße ich es einfach, dass mir niemand den Kaffee wegschlürft und mir die Brötchen vom Teller stiehlt. Ich fürchte, das Vergnügen währt nicht lange. Hast du heute Morgen schon mal einen Blick in die Zeitung geworfen? Solltest du aber. Wenn es dich tröstet, du bist gut getroffen. Düsseldorfer Edelgaleristin erpresst jungen Straftäter zum Sex. Offenbar hat Charlie S. die Lage von Dennis K. schamlos für ihre sexuellen Vorlieben ausgenutzt. Opfer aus Leidenschaft. Liest sich gut. Dennis K., ich dachte, dass sie mir helfen wollte. Als ich ihre wahren Absichten erkannte, war es leider schon zu spät. Sie hatte mich da, wo sie mich haben wollte, im Bett. Das ist erstunken und erlogen. Du kannst ja eine Gegendarstellung verlangen. Nur das ändert nichts an dem Artikel. Ich bin ruiniert. Selbst schuld. Hättest du auf mich gehört? Was soll ich denn jetzt bloß machen? Clarissa, kannst du mir nicht noch mal helfen? Ich denke drüber nach. Aber eins muss dir klar sein. Wenn in dieser Angelegenheit auch nur einmal mein Name fällt, dann war dieser Artikel nur der Anfang von deinem Ende. Ist Daniel da? Nein, der hat vor einer halben Stunde das Haus verlassen. Weißt du wohin? Nein, tut mir leid. Dennis? Musste das wirklich sein? Ja. Kannst du Frau Schneider nicht endlich in Ruhe lassen? Sie hat mein Vertrauen missbraucht. Aber dafür hast du sie doch oft genug bestraft. Irgendwann muss Schluss sein. Das sehe ich ein bisschen anders. Dennis, bitte, jetzt steiger dich nicht da so hinein. Du musst aufhören, dich in mein Leben einzumischen. Ich bin dein Freund. Warum hast du mir da nicht gesagt, dass Frau Schneider Patrick angefahren hat? Das Beichtgeheimnis. Ich konnte... Du hast... Ach, ich kann den Müll nicht mehr hören. Dass Steffi so weit gehen würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich glaube nicht, dass es Steffis Idee war. Dennis hat sie draufgebracht. Aber deine Schwester hat den Plan ausgeführt. Sie denkt eben nur an Rache. Ich weiß, sie ist zutiefst verletzt. Aber ihr Verhalten geht einfach zu weit. Weißt du, wenn sie Nick nur gegen mich aufgehetzt hätte, damit käme ich ja noch irgendwie klar. Aber so ist dein Bruder in die ganze Sache verwickelt. Ich will nicht, dass die beiden sich auch noch streiten. Außer Uli hat Nick doch niemanden mehr. Dass die beiden sich streiten, tut dir weh, ne? Ich rede mit ihr. Sie wird dir nicht zuhören. Lass das mal meine Sorge sein. Jedenfalls werde ich nicht wieder tatenlos zusehen, wie alle in ihr Unglück rennen. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Sieht gut aus.
Ich laufe nicht gern mit einer geladenen Knarre durch die Gegend. Wie viel Munition brauchst du? Gib her, ich mach sie voll. Ich laufe nicht gern mit einer geladenen Knarre durch die Gegend. Ich brauche das Ding nur zur Abschreckung. Wieso kaufst du dir dann nicht gleich eine Spielzeugpistole? Weil ich es mit einem Profi zu tun habe. Wie viel willst du für das Ding? Vergiss es. Du hast mir mal geholfen, ich helfe dir. Wenn du wieder mal was brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Ciao, ciao. Ja? Maya, guten Tag. Ja, was gibt's denn? Ach, ich wollte mich nur vergewissern, ob es bei unserer Verabredung heute Nachmittag hier in Hamburg bleibt. Ja, klar. Gut. Also bis dann. Morgen. Morgen, habe ich gesagt. Was willst du? Über Mili reden. Das ist alles gesagt. Mili ist genauso auf Steffi reingefallen wie du auch. Warum glaubst du das nicht? Weil Steffi den Plan ohne Mili niemals hätte durchziehen können. Quatsch. Steffi hat Mili ein ganz rührseliges Märchen von Versöhnung erzählt. Ja, und als Liebesbeweis wollte sie in den Laden. Dankeschön. Die Geschichte kenne ich schon. Ja, Steffi hat 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie hat Mili und dich gegeneinander aufgehetzt und sie hat den Laden. Statt auf Mili rumzuhacken, solltest du lieber Steffi fertig machen. Die geht mich nichts mehr an. Ihr seid immer noch verheiratet. Auf dem Papier, ja. Toll. Und was ist mit dem Laden? Freu dich doch. Das ist jetzt ganz allein dein Ding. Mein Gott, ey. Wie kann man nur so stur sein? Frank, warte. Frank! Danke, dass du mich verraten hast. Gabriele hat Angst um dich und mich auch. Ich brauche kein Kindermädchen, ich komme gut allein klar. Dieser Mann ist ein Mörder. Weiß ich war zufällig dabei. Dann weißt du auch, dass er kurzen Prozess mit jedem macht, der sich ihm in den Weg stellt. Frank, überlass die Suche der Polizei. Und wenn die Mist bauen? Du bist derjenige, der gerade Mist baut. Junge, da gibt es Profis, die verstehen ihr Handwerk. Und deshalb konnte Obermann auch so einfach aus dem Knast fliehen. Nee, ich habe mich schon einmal auf die verlassen. Jetzt bringe ich das Schwein selbst zur Strecke. Jetzt warte doch bitte. Wir haben schon Ramon verloren. Und darum fahre ich, Arno. Wir wollen dich nicht auch noch verlieren. Fahr nicht.